Hello everybody. Today we are making pork ribs. Heute gibt es Schälrippchen. So, das sind zwei schöne große Rippchen, aber ich mache die ganz unkonventionell. Was man hier machen würde, what you would do here in Canada is you would make your favorite barbecue sauce, you slather them, and then you put them on the outdoor barbecue and they are yummy. Wir würden unsere Lieblings-Barbecue-Soße drüber machen und dann auf den Grill draußen im Garten langsam grillen und das schmeckt fantastisch. Ich habe aber ein Rezept, das ich schon seit Jahren mache und das ist an und für sich viel einfacher, finde ich. So, da fangen wir jetzt mal an. Wir haben hier 2 Lorbeerblatt, 2 Bay Leaves, 2 Allspice, 2 Gewürzkörner, 1 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Bay leaf, 2 allspice, a teaspoon of salt and half a teaspoon of pepper. And we need 1 clove of garlic and 1 onion. So, I'm going to turn on the pot. This is a big pot that I have here, 5-liter pot, and there's about 2 liters of cold water in there, which is now going to heat up. And it doesn't really matter if you use cold water or hot water, because it doesn't matter if the broth is going to be clear or not, because it's not the broth you're after. Although you can keep it, and I usually do, for something else. So, die Zwiebel können wir ganz rein tun, but why not quarter that? So, und das ist erstmal schon alles. That's it for now. So we can put that in the pot. In it goes. And the only thing now left to do is to cut these beautiful ribs. And what I usually do, I don't cut them into individual ribs. I cut them into maybe 2 or 3 bones at a time. Ich schneide sie meistens so in 3 Knochen pro Stück. I'm just going to quickly wash my hands. So, und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist das Fleisch kochen. Also, zum Herd damit. Der Topf ist schon heiß. Und einfach in das gewürzte Wasser hinein. And just submerge it into the seasoned water. So, and what we want to achieve is for the meat to be totally covered in the water. Now, this has to boil. We bring this to a boil now, and once it's boiling hard, we reduce the heat, put the lid on it, and let it simmer for about 20 minutes to half an hour. We'll test after about 15 minutes for doneness. So, das wird jetzt gekocht. Wenn es schön kocht, dann auf kleine Flamme runterstellen, den Deckel drauf und ca. 20 bis 30 Minuten kochen lassen und alle 15 Minuten oder 15 Minuten oder so mal gucken, ob es schon gekocht ist. Und die müssen schön weich sein, aber nicht so weich, dass sie auseinanderfallen, denn die werden ja noch gegrillt. So, approximately 40 minutes went by. I checked after about 15 minutes of the pot boiling and it wasn't tender enough. Let's find out. Oh, that looks marvelous. Do you want to take a look at this? Very, very good. Now let's take one out and taste it. Okay. Let's see here. Oh, perfect. Perfect. I want to eat it right now. It took about 40 minutes. So ungefähr 40 Minuten sind vergangen. Die sind wunderbar weich, aber nicht zu weich. Ich würde das sofort so essen. Bisschen Mustard drauf, bisschen Sauerkraut. Oh, with a little bit of mustard, a little bit of sauerkraut. Yeah, but that's a different dish.
So this now I'm taking out, and I have a large cookie sheet here. And I'm going to put all of these on the cookie sheet. Ich nehme die jetzt alle raus und tue sie einfach auf ein Blech. Und wenn es jetzt Zeit zum Essen wäre, könnte man die sofort mit Soße, mit Grillsoße, Barbecue-Soße bestreichen und dann in den Ofen und nochmal kurz die Soße sozusagen einsaugen lassen. You could eat this right away by pouring this sauce over top. Aber ich mache das ein bisschen anders heute, weil es jetzt erst kurz nach Mittag ist und ich will die zum Abend haben. So lasse ich die also stehen, ein bisschen Folie drüber und dann so eine halbe Stunde kühlen lassen und dann in den Kühlschrank. Und dann, heute Abend, werde ich einfach die Soße drüber streichen und sie dann in den Ofen tun. Also Sie haben zwei Möglichkeiten. In meinem Fall sehe ich sie heute Abend. In my case, you have two, I'll make them for dinner tonight. So half an hour cooling, then in the fridge. And tonight I'll take them out and we'll do the same thing. We'll put barbecue sauce on top and we put them in the oven. And later on I will show you how I make my barbecue sauce because I don't really bother buying store-bought stuff, although there's some pretty good stuff out there. Und später werde ich Ihnen dann zeigen, wie ich meine eigene Barbecue-Soße mache. Das gibt so viele zu kaufen und manche davon sind sehr gut, manche nicht so gut. Aber es ist so einfach, sie selbst zu machen. Also, bis später. Bye. So, it's almost time for dinner. So we're doing our no barbecue pork ribs. Earlier we had boiled them. They've been in the fridge during the day to cool down and they haven't moved since. Heute machen wir unsere gegrillten Schweineribbchen. Die hatten wir vorher gekocht, jetzt ist es aber fast Abendbrotzeit und jetzt werden wir die fertig machen und dann zum Abendbrot essen. So, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Barbecue-Soße. Und wenn man das schneller machen will und wenn man eine Lieblingssoße hat, einfach die Soße drauf machen und in den Ofen. Mein Ofen heizt jetzt schon vor. So if you have a favorite barbecue sauce that you love, just spread it on top. And my oven is already preheating and they go into the oven and you're done. I don't have really a favorite barbecue sauce, so I make my own. And I always make it a little bit different every time. And yes, it starts out with ketchup. So, and none of these are real measurements. This is just a little bit of this, a little bit of that. So, a good squeeze of ketchup. And there's already salt and sugar in it, so just a tiny bit of sugar. Not sugar, salt of course. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, weil ja Ketchup sowieso schon Gewürze hat. Um es noch ein bisschen herber zu machen, ein kleines bisschen Tomatenmark. Wie gesagt, das sind gar keine richtigen Messungen, wenn man so will. Das ist alles so ein kleines bisschen hier, kleines bisschen da. Ich mag gerne Turmeric. I love turmeric. So I put a little bit of tomato paste in it, a few dashes of turmeric because I like it. I do like this Spanish smoked paprika, so we'll do a little bit of that. Den spanischen geräucherten Paprika mag ich gerne. Ich mag auch sehr gerne Lion-Perlensoße oder Worcestersoße. I love Worcester sauce, so a little bit of that. Let it thin out a little bit and I love apple juice in that. Um es ein bisschen dünner zu machen, Apfelsaft mag ich sehr gerne und ich mag Zimt, ob man es glaubt oder nicht. I love cinnamon. So, eine Messerspitze Cinnamon, a little tiny dash of cinnamon and let's mix it and see what it tastes like. Now I still have some honey here that I was thinking of using, but I might not need it. So I'm just going to whisk it up a little bit and it's just the right consistency. Now let's take a taste here.
But I will put some honey in it. And I have these really cute little honey packages. Ein bisschen Honig muss doch noch mit rein. Ich habe diese kleinen niedlichen Honigpakete hier im Laden gefunden. Und ich mag immer Neues ausprobieren. Für mich ist das neu, für Sie vielleicht nicht. For me, these honey packages are new. For you, probably not. Very good. Und das Einfachste, jetzt einfach die kalten Rippchen von beiden Seiten bestreichen. Now, a lot of people here in Canada are very, very good at barbecuing. I am not one of them. I love barbecue, and I think for me the reason is because I am not very good with the rare meat. For me, meat has to be really cooked through. And I think a real barbecue connoisseur knows how to do medium rare or medium and for me everything has to be super well done. And it's definitely not the Canadian way to cook and barbecue ribs. Now if this was summer now, I would take that outside on the barbecue, but it's cold. Also wenn das jetzt Sommer wäre, würde ich raus in den Garten und das jetzt auf den Grill tun. Aber mir ist es jetzt zu kalt und es ist auch schon dunkel draußen. Und im Dunkeln, im Kalten zu stehen, ach nee. In we go. 15 minutes on each side. 375-degree oven. 190 Grad, 200 Grad Celsius den Ofen. 15 Minuten. Einmal umdrehen, nochmal bestreichen und dann von der anderen Seite nochmal backen, wenn man so will, oder rösten und dann ist es fertig. When I have the big gloves out, you know what happens. Hot food. Wenn ich die großen Handschuhe habe, dann wissen wir alle, was das bedeutet. Heißes Essen. Aber bevor ich die Rippchen aus dem Ofen nehme, but before I take the ribs out of the oven, I want to show you something. This is a trivet. Das ist ein Topfuntersatz. So, our very good friend, Michael Clark, made these. Anyhow, thanks Michael for making those. But, back to our ribs. As I said, they're done. And look at that. Don't they look good? In the meantime, we made a little bit of fresh rice, and this is how we're going to serve it tonight. A little bit of fresh steamed rice. A large piece, or 2 or 3, well, maybe 2 of grilled, barbecued, baked, roasted, whatever you want to call it, ribs. A little bit of tossed salad, basically lettuce, tomato and cucumber, and a little bit of vinaigrette, and this is just a olive oil balsamic vinaigrette. A few drizzles, and dinner is ready. So, ich hatte einen Topf Reis gemacht, ein bisschen frischen Reis, ein bisschen gemischten Salat mit einer Salatsauce, die ich ganz schnell zusammengestellt habe aus Balsamico und Olivenöl und Salz und Pfeffer. Und damit ist unser Essen fertig. That's how easy it is. So, if you like this, or you have a better recipe or another recipe, I would love to hear from you. Please find us and click on the right thing. And if you really like it, it would be wonderful if you could click the subscription button. So, bon appetit, guten Appetit.